Willkommen in Asturien, die grüne Seite Spaniens. Unser erster Stopp war Cabo de Peñas, eine Landzunge in Spanien, die in das Kantabrische Meer reicht und die nördlichste Spitze der autonomen Gemeinschaft Asturiens ist. Das Kap liegt im mittleren Bereich der asturischen Küste und wurde zur geschützten Landschaft erklärt. Und gerade deshalb würde ich Cabo de Peñas schon als das erste Highlight unserer Reise ansehen. Am Rande der über 100 Meter hohen Klippen liegen exzellente Strände und die Aussicht von dort oben hat uns wirklich den Atem genommen. Gerade wenn man hier runterschaut, wie in die kleine Bucht dort unten oder auch der Ausblick jetzt von der Drohne, wunderbar. Vergleichbare Klippen haben wir bisher nur auf der Isle of Skye gesehen und auch hier wieder in Asturien atemberaubend. Für jeden, der Asturien besucht, sei gesagt, das ist auf jeden Fall ein Besuch wert und sollte oben auf der Liste stehen, Cabo de Peñas. Weiter geht's und was wirklich auffällt ist, wie grün doch der Norden ist im Vergleich zum Süden Spaniens. Nächster Halt unserer Reise, Playa de Gulpiyuri. Das ist ein kleiner Binnenstrand in der Nähe von Llanes, Asturien und circa 100 Meter von der Kantabrischen See entfernt. Und man kann wirklich sagen, auf einer Länge von 40 Metern ist halt den Gezeiten ausgesetzt und man merkt Ebbe und Flut enorm. Gerade hier sieht man, wir hatten leider Pech, das war Ebbe und da sieht man auch im Hintergrund den unterirdischen Tunnel, wodurch das Wasser dann entweder kommt oder geht. Es ist wirklich als landläufig als kleinster Badestrand Asturiens bekannt und auch ein beliebtes Touristenziel und ein Naturdenkmal. Ich denke mal, jetzt gerade auf den Drohnenaufnahmen wird man sehr gut von oben sehen können, wie klein dieser Strand ist. Und was die Flut angeht, hatten wir leider Pech, aber man kann wunderbar sehen, dass der Strand nicht weit vom Meer entfernt ist und zwischen den Felsen halt fließt das Wasser rein oder eben raus. Willkommen in Llanes. Das augenfälligste Merkmal von Llanes ist natürlich der Burgwall. Na gut, Burgwall. Man kann auf jeden Fall sagen, da wo wir gerade spazieren, das ist wie so eine Befestigung rund um Llanes. Und das, sage ich mal, sollte man, wenn man nach Asturien reist, auch mitnehmen, weil schon alleine die Küstenlandschaft und die Klippen ein einmaliges Spektakel bieten und auch eine wunderschöne Bucht, wie man hier sehen kann. Eine wunderbare Gelegenheit, sich in die glasklaren Fluten zu stürzen und einmal ein Bad zu nehmen. Weiter geht's mit der Playa de las Cuevas. Ein nicht allzu großer Strand, super schön gelegen zwischen den Felsen, gerade mit den vielen kleinen Höhlen. Aber, kleiner Tipp, im August ist es wirklich voll. Uns war das jetzt etwas zu voll, so dass wir weitergegangen sind und diesen urigen alten Hof gefunden haben, wo man durch ein Gatter vorbeigehen muss, um weiter zu den Klippen zu kommen. Was uns wirklich gut gefallen hat, ist, dass in Asturien man des Öfteren doch noch das Gefühl hat, ins 19. Jahrhundert versetzt zu werden, gerade was diese alten Bauernhöfe oder Häuser angeht. Von hier aus kann man nun wunderbar Llanes sehen. Dort hinten waren wir vorher. Wir sind also praktisch die Küste weiter runtergefahren, haben unsere Reise der Küste entsprechend angepasst. Und auch hier sieht man, was, sag ich mal, ich noch nicht gesehen hatte bisher. Fischer, die oben auf den Klippen sitzen und aus einer Höhe von ca. 30 Metern fischen. Auch das wieder ein absolutes Highlight, weil das kannte ich zum Beispiel noch gar nicht.
Die Angler unter uns oder unter euch, die werden jetzt sagen, oh mein Gott, wie kann er das nicht kennen? Ich kannte es nicht. Früher am nächsten Morgen ging es weiter. Unser Etappenziel des Tages, Covadonga. Aber auf dem Weg dorthin haben wir es uns nicht entgehen lassen, doch noch die Playa de Guadamir mitzunehmen und Bufones de Pria. Aber erst einmal haben wir hier die Drohne geflogen, um von oben das ganze Ausmaß besser beobachten zu können, weil man sieht ja hier, wie das Wasser reinströmt, aber am besten kann man das eben hier wie auf dem Bild von oben sehen und wunderbar einfach zu sehen, die Kraft des Wassers, Ebbe, Flut, ein Naturspektakel. Wer bisher nur den Süden Spaniens kannte und seine trockenen Landschaften, wird wahrscheinlich wie wir vom Norden absolut überrascht werden, weil die grünen Wiesen mit ihren Kühen haben einen bleibenden Eindruck bei uns hinterlassen. Bufones de Pria, ein Naturspektakel, was entstanden ist durch die Erosion des Meeres und des Regens. Man sagt doch, wenn das Meer atmet, hier in diesen Höhlen, die man gut sehen kann, wird normalerweise bei einem etwas rauen Wellengang das Meerwasser hochgeschleudert wie bei einem Geysir. Wir hatten an diesem Tag kein Glück und konnten so leider nur die Höhlen fotografieren. Nun aber zum eigentlichen Highlight des Tages, Covadonga. Der Ort ist eine Station an der Nordvariante des spanischen Jakobswegs, Camino de la Costa. Im Grünen gelegen liegt Covadonga im Gebirge Picos de Europa. In der Felsenhöhle von Covadonga, die wir jetzt besichtigen, befand sich schon zur Zeit des Westgotenreichs ein Marienheiligtum. Und daher wurde Covadonga ein Marienwallfahrtsort. Zuerst haben wir diese Grotte mit der Virgen de Covadonga, was auch so viel bedeutet wie Jungfrau von Covadonga, und den Gebeinen König Pelayos besucht. Diese in den Fels gearbeitete kleine Kapelle ist schon wirklich bewundernswert. Danach ging es dann weiter zur Basilika von Covadonga, die mit den Bergseen in den Picos de Europa zu den schönsten Ausflugszielen zählt. Leider konnten wir die Bergseen nicht mehr besuchen, die Zeit fehlte und hier kämpfte, so die Legende, im Jahre 722 der legendäre Gründer des Königreichs von Asturien, Pelayo, gegen eine Truppe Mauren. Pelayos Gebeine wurden unten in der Grotte aufbewahrt. Nächster Halt war der Berg El Fitu. Hier waren neben der Aussicht die Kühe das Erstaunlichste, die selbst auf der Straße rumlaufen, also die trifft man überall an. In solch einer Höhe hatten wir das jetzt wirklich nicht erwartet, aber deshalb auch gerade würde ich das jetzt als die Schweiz Spaniens bezeichnen, weil es so grün ist, man überall die Kühe antrifft und weiter ging es dann zu diesem kuriosen Aussichtspunkt vom Fitu, Aussichtsturm. Von dort hat man einen fantastischen Überblick und an klaren Tagen kann man auch einen Teil der Picos de Europa erblicken. Und gerade wir hatten Glück, einen klaren Tag zu erwischen. Und so konnten wir dann trotzdem noch ein wenig die Picos de Europa erleben, obwohl wir nicht hochgefahren sind bis ganz oben. Am nächsten Tag war endlich Strandzeit. Die Strände, gerade an der Küste Asturiens, sind wirklich einen Besuch wert. Einmalig. Einziges Problem für mich, es ist kalt. Selbst im Juli, August ist das Wasser sehr kalt verglichen mit der Mittelmeerküste, mit dem Mittelmeer. Man merkt den Unterschied. Hier sieht man wunderbar, dass die verschiedenen Buchten, hier einmal die Bucht Andrin, dort die Bucht Bellota, zum Baden einladen. Also dieses glasklare Wasser animiert wirklich jeden, einmal reinzuspringen, auch wenn es kalt ist. Wirklich kalt. Aber es lohnt sich. Und am nächsten Tag haben wir uns überlegt, wollen wir nochmal wirklich Ebbe und Flut darstellen. Hier sieht man Playa de Pú. Das nennt sich wirklich Pú. Dort ist jetzt im Moment Ebbe. Und
da haben wir uns gedacht, wir kommen am nächsten Tag nochmal wieder, um die Flut darzustellen. Und ich glaube, man sieht den Unterschied. Ich hoffe, man sieht es ein klein wenig. Ja, die Ebbe und Flut ist an dieser Küste im Bereich Asturien wesentlich ausgeprägter als am Mittelmeer. Am Mittelmeer gibt es auch Ebbe und Flut, aber man merkt sie nicht. Da uns das hier so gut gefallen hat an der Playa de Poo, sind wir weiter nach oben gewandert, um das Ganze mit der Drohne einfangen zu können. Hier die Promenade von Riba de Sella. Wir haben uns als Dreh- und Angelpunkt zum Campen Riba de Sella ausgesucht, weil von hier war alles, was wir erreichen wollten, relativ nah. Covadonga und auch die ganzen Küstenbereiche, die wir uns angeschaut haben. Von daher kann man es nur empfehlen. Am letzten Tag unserer Reise haben wir uns nochmal extra in die Büsche geschlagen, weil wir nochmal die Bucht von Phu von der anderen Seite sehen wollten. Und hier kann man wunderbar nochmal hören, dass es sich hier auch um die Schweiz Spaniens handeln könnte. Das ist increíble. Ja, bei dem Glockengeläut waren wir schon recht überrascht, uns in Spanien vorzufinden. Wie gesagt, wir würden definitiv sagen, das ist die Schweiz Spaniens. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Von uns ganz klar 10 Punkte für Asturien. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und zum Abschluss noch ein paar Impressionen von oben, von der Drohne. Viel Spaß!